Ich habe mein Tool mal ein bisschen überarbeitet. Das sieht jetzt so aus. Wie gesagt, im Forum einfach kann man sich das runterladen. Klickt man einfach hier auf direkt Download-Link klicken. Dort wird das als ZIP-Datei runtergeladen, einfach entpacken und dann ist hier eine Exe-Datei drin. Wenn man auf Windows eine Exe-Datei öffnet oder startet, die nicht zertifiziert ist, was viel Geld kosten würde, dann gibt es immer einen großen Warnhinweis. Und das zeige ich gleich, wie das ist. Um das automatisch oder sofort zu umgehen, kann man entweder Folgendes machen: rechter Mausklick auf diese Exe-Datei, weitere Optionen, Eigenschaften. Und dann wird hier unten bei Sicherheit das hier angezeigt. Die Datei stammt von einem anderen Computer, der Zugriff wurde aus Sicherheitsgründen eventuell blockiert. Wenn man jetzt hier auf Zulassen klickt und auf Übernehmen, dann würde der Warnhinweis von Windows nicht mehr kommen. Ich zeige aber mal, wie das aussieht. Das heißt, ich mache das nicht so. Klicke auf Abbrechen und ich starte die Datei jetzt einfach mal. Dann poppt dieses Fenster hier auf. Und wenn das aufpoppt, klickt man auf weitere Informationen und dann klickt man hier auf trotzdem ausführen. Ich mache das jetzt mal. Und dann startet das Programm hier, ohne dass diese Meldung kommt. Und das sieht man auch, wenn man jetzt hier wieder reingeht, auf weitere Optionen, auf Eigenschaften, dann ist das hier raus. Und das hier ist mein Tool. Kann man so vergrößern. Es ist super simpel. Man kann hier oben, gibt es Hilfe, Anleitungen, kann man draufklicken. Hier werden die ganzen Buttons erklärt, wie was gemacht wird. Ansonsten gehe ich das jetzt einfach mal schnell durch. Hier gibt man die IP-Adresse ein vom IO-Broker, Benutzername, den Port, den lässt man so. Hier gibt man das Passwort ein und man klickt dann hier einfach auf Verbinden. Hier unten wird dann auch angezeigt, ob alles in Ordnung ist. Und ja, Backup. Und zwar, das Tool ist eigentlich dafür gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel auf IO-Broker irgendwas installieren will. Man weiß nicht genau, wird das jetzt funktionieren oder wird IO-Broker mir dadurch kaputt gehen oder wie auch immer. Dann kann man das jetzt quasi testen. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal drauf. Checkpoint bedeutet, er macht das Backup direkt auf IO-Broker, also auf dem PC, wo IO-Broker drauf ist. Oder wenn ich hier anhake, zusätzlich Windows herunterladen, dann würde er auch das Backup runterladen auf diesem Windows-PC. Ich klicke jetzt einfach mal auf Checkpoint. Und hier wird das auch beschrieben. Und hier oben sieht man auch, wie lange es noch dauern wird in Prozentanzahl. So, 46 Sekunden sind vergangen und er müsste gleich fertig sein. Hier ist zum Beispiel auch so ein kleiner Warnhinweis, aber das ist bei mir nur so. Gut, Checkpoint ist bereit. Das heißt, ich habe jetzt eine Sicherung gemacht. Ich kann das jetzt mal zeigen. IO-Broker wird automatisch gestoppt dabei und wird auch wieder gestartet. Einmal anmelden. Also ich zeige jetzt einfach nur mal, wie schnell das geht, in Anführungszeichen. Ich gehe mal ins Skript da rein und ich erstelle hier einfach mal ganz schnell einfach ein Blockly im Root-Verzeichnis, was nicht gut wäre. Ich gebe mal Test ein. Okay. So, jetzt habe ich das hier erstellt. Und wenn man jetzt wieder mal ein Tool nimmt und irgendwas sollte jetzt passiert sein, irgendwas funktioniert nicht, klickt man auf Wiederherstellen. Hier kann man auswählen, ob man das Backup nehmen will von der Festplatte, wenn man es runtergeladen hat. Das wird gespeichert unter Dokumente, IO-Broker Backups. Oder halt, man nimmt direkt das, was auf dem PC von IO-Broker gespeichert wurde. Da klickt man einfach drauf, jetzt zurücksetzen und wartet einen kleinen Moment. So, sieht man schon, nach 16 Sekunden, 17 sind schon 82% fertig und das war's, ist abgeschlossen. Und wie gesagt, so schnell geht das. Und wenn man jetzt hier wieder reingeht, sieht man auch, dass IO-Broker gerade wieder neu startet.
Wieder einloggen. Ja, und man sieht, das Test, das ist jetzt auch weg. Das ist auch nicht drin. Ich habe das unter Root ja gemacht. Das würde jetzt eigentlich hier unten auftauchen, aber es ist weg. Ja, das ist das Backup. Das schnelle Backup. Und wie gesagt, man kann jetzt auch direkt hier draufklicken. Dann würde er das, was jetzt da gespeichert wurde, runterladen auf Windows. Er speichert auch immer nur ein Backup. Das heißt, das steht hier auch. Er stellt direkt auf Linux eine schnelle Sicherung von iWork und Data. Wenn ich jetzt wieder hier draufklicke, dann überspielt er das Backup. Also das muss man wissen. Er macht nicht mehrere, also es wird nicht zugespammt vom Backup, sondern immer nur dieses eine. Deswegen steht hier oder ist das mit eingefügt, dass man es auch zusätzlich mit runterladen kann. Reparatur, einfach anklicken und hier kann man aussuchen, was man jetzt reparieren will. Basisreparatur ist das Fix von der iWorker selber. Node gleicht da ab, ob das Node auch installiert ist, was iWorker selber empfiehlt bei der Installationsdatei von iWorker. Also das ist nicht von mir ausgedacht oder so, sondern er guckt nach, was will iWorker wirklich haben. Wenn dann falsches Node drauf sein sollte, würde er das Richtige drauf machen, ersetzen, reparieren oder wie auch immer. Oder halt den JS-Controller. Hier die native Module würde er neu kompilieren. Also die ganzen Node-Ordner. Und hier guckt er nach, ob Adapter aktualisiert werden sollen oder nicht. Und das kann man hier anklicken oder wegklicken. Und das würde er dann halt ausführen. Wenn man alles anlässt, ist das eine komplette Reparatur, sag ich mal, oder Auffrischung. Das hier ist PuTTY. So in der Art wie PuTTY. Also wenn man hier dir eingibt, dann sieht man ja, da zeigt er hier die ganzen Dateien an, die auf dem Computer sind, wo iWorker drauf ist. Wenn das jetzt so klein ist, klickt man hier einfach auf diesen Button, dann geht das Fenster auf und er zieht wirklich das Fenster, was hier ist, nimmt das Original. Kopieren funktioniert so, einfach markieren und wenn ich jetzt einen rechten Mausklick mache, ist das schon kopiert. Wenn ich jetzt nochmal einen rechten Mausklick mache, egal wohin, dann fügt er das hier so ein, wie man das so sieht. Das ist eine kleine falsche Anzeige, sehe ich gerade. Das ist ja faszinierend. Aber egal. Ich mache mal Clear. Ja. Dir. Rechter Mausklick. Einfügen. Funktioniert. Und wenn ich das jetzt ganz normal schließe, dann ist das hier auch wieder drin. Das ist das. Neue Installation, das ist für Raspberry zum Beispiel. Wenn man hier draufklickt, PyImager, dann geht die Webseite aus, wo man es runterladen kann. Und wenn man hier klickt, dann würde er iWorker installieren. Ich klicke einfach mal. Das sagt er hier, das funktioniert nicht, fehlgeschlagen, weil iWorker ist schon drauf. Also man kann auch nicht aus Versehen was Falsches klicken, in Anführungszeichen. Netzwerk, da prüft er einfach nur, ob die Verbindung funktioniert mit Ping. Router, wenn man draufklickt, es wird wahrscheinlich der Router aufgehen, der bei euch läuft. Bei mir ist es die Fritzbox. Und Dateitransfer, das wird so sein, wer Windows SCP nicht installiert hat, dann wird die Webseite aufgehen, wo man es runterladen kann. Und wenn man es dann installiert, dann klickt man hier drauf. Und dann wird WinSCP gestartet, wo man das Passwort eingeben muss. Das ist das Passwort halt, was hier oben drin ist. Oder das, was für den PC nötig ist. Ja, und dann ist man quasi auch in WinSCP drin. Und kann Dateien rauskopieren, umändern, direkt da drin und so weiter. Ja, das ist das Tool. Wie gesagt, wer es haben will, einfach runterladen und Spaß haben. Bis dann.